Servus, hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einer weiteren Orchideengattung und zwar den Frauenschuh-Orchideen. Frauenschuh-Orchideen wachsen ja tendenziell terrestrisch, bedeutet, sie mögen es auch durchaus feuchter im Substrat und da könnte es natürlich ein bisschen schwieriger sein, wenn man längere Zeit sich nicht um die Pflanzen kümmern kann, dass sie diese Phase überstehen können. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ihr wisst, ich habe aktuell 3 Pflanzen. Vielleicht kommen noch 2, 3 dazu, dass wir uns einfach mal unterschiedliche Pflanzen anschauen können. Und ich beginne mit dieser hier. Das ist die Paphiopedilum colossum, Big mit Paphiopedilum suchalli. Diese Kreuzung ist sehr, sehr wüchsig, wie wir sehen können. Ja, richtig toll. Hat hier einen Neutrieb ausgebildet und hier einen Neutrieb. Das heißt, wir werden nicht mehr lange warten müssen, bis hier Blüten entstehen. Hier die Pflanze nochmal zum Anschauen. Ihr seht es richtig, die Pflanze habe ich von Orchideen Wichmann. Und ihr seht, wie die Wurzeln sind. Die sind richtig inzwischen trocken. Man sieht auch gar keine Feuchtigkeit mehr im Gefäß. Bedeutet, jetzt nach über 2 Wochen, 2,5 Wochen, als ich sie das letzte Mal gegossen habe, wird es allerhöchste Zeit, dass man sie gießt. Natürlich könnte man diese Zeit überbrücken, indem man der Pflanze, wenn man in Urlaub geht, einfach noch ein bisschen mehr Wasser gibt. Aber sie sollte nicht zu nass stehen. Und in dem Fall gebe ich denen jetzt Wasser. Wo standen diese Pflanzen in der Zeit, als ich nicht da war? Die Pflanzen standen hier hinter mir, in diesem dunkleren, kühleren Raum, wo ich jetzt davon ausgehe, dass nicht so heiß geworden ist, aber vermutlich ist es schon ein bisschen wärmer geworden. Gerade wenn die Sonne aufs Dach scheint, kann das natürlich passieren. Und jetzt seht ihr, ist wieder Wasser drin. Das heißt, die Pflanze kann sich jetzt wieder bestens versorgen und natürlich dafür sorgen, dass die 2 neuen neuen Neutriebe dazu kommen, dass sie auch Blüten ausbilden. Kommen wir zur nächsten Frauenschuh-Orchidee. Auch hier ist es der gleiche Fall. Pflanze selbst macht aktuell, da ist keine, oder doch, da kommt sogar noch einer. Hier ist ein Neutrieb, hier kommt ein kleiner Neutrieb, den hätte ich fast nicht gesehen. Und ihr wisst, die Pflanze habe ich euch schon zweimal gezeigt, wie sie blüht. Und auch die ist im Pflanzgefäß relativ trocken. Und deswegen wird es Zeit, dass man sie gießt. Und was heißt relativ trocken? Die ist trocken. Und ihr seht auch, die stehen beide im gleichen Glasgefäß in Colomi. Und das erklärt sich auch, dass die ungefähr so gleich ist, glaube ich nicht. Das hier ist eine Nummer größer, da ist auch ein bisschen größere Pflanze drin. Aber in einem ähnlich großen Glasgefäß, das erklärt auch, warum hier die Feuchtigkeit deutlich schneller weg ist, als jetzt in diesem Glasgefäß. Hier steht noch eine weitere Frauenschuh-Orchidee. Wir sehen hier vom alten Trieb, der ist mittlerweile abgestorben. Das ist ganz normal. Das kann man auch entfernen. Dazu braucht man einfach nur eine Schere nehmen. Braucht auch nichts desinfizieren, denn hier ist ja schon alles abgestorben. Diese Pflanze hat allerdings ein Problem und zwar, ich hoffe, ich kann es euch zeigen. Na doch, ich glaube, man sieht es. Die hat ein Problem mit Schmierläusen. Bei so trockener Luft, warmer Luft fühlen sich Schmierläuse wohl. Und wenn an irgendeiner Orchidee, ihr habt es gesehen bei der Bulbophyllum, im Bulbophyllum-Update, da war ja eine, die hatte auch Schmierläuse. Hier an dem Blatt sieht man es auch. Ich glaube aber, die Kamera kann nicht so extrem gut auflösen, dass da diese kleine Schmierlaus erkennbar ist. Bei so warmen Temperaturen ist es für die Schmierlaus ein Traum. Das ist wie wenn ihr selber am Strand liegt und sagt, boah, ist das schön. Das sagt die Wollaus auch und vermehrt sich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, dann am Strand euch vermehren, aber die Wollaus macht es auf jeden Fall und dann habt ihr die ganze Pflanze innerhalb kürzester Zeit voller Wollläuse. Nichtsdestotrotz, die bekommen natürlich ihre Behandlung, die Wollaus, dass sie wegkommt und die Pflanze, dass sie dann über längere Tage geschützt ist. Nichtsdestotrotz, ich wollte euch also zeigen, dass in diesem großen Gefäß, ich glaube, hier kann man es sehen, da natürlich deutlich länger Feuchtigkeit vorhanden ist. Bedeutet, großes Gefäß versorgt die Pflanze über längere Zeit mit Feuchtigkeit. Man muss natürlich auch aufpassen, dass das Gefäß nicht zu groß ist, denn ansonsten ist die Pflanze einfach dauerhaft zu nass. Kommt natürlich auch auf die Orchidee an. Wenn es eine ist, die wirklich viel Feuchtigkeit benötigt und will, dann kann das natürlich auch von Vorteil sein. Aber auch die hier hat ja einen schönen Neutrieb ausgebildet gehabt. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die stand ja vorher in einem Long Drink Glas. Jetzt steht sie in diesem Glasgefäß.
Die wird also bald auch blühen, bekommt jetzt ihre Behandlung gegen Wollläuse und dann wird sie auch wieder besser gehen. Kommen wir zum Fazit. Frauenschuh-Orchideen, je nachdem, was für ein Gefäß ihr einsetzt, da könnte es ein bisschen schwieriger werden, was das bedeutet, was das auch für die Dauer eures Urlaubs bedeutet. Und deswegen würde ich fast sagen, hier muss man ein bisschen vorsichtiger sein als bei den anderen Orchideen. Hängt natürlich auch, wie gesagt, davon ab, ob das Gefäß so groß ist und Feuchtigkeit gut über längere Zeit liefern kann oder ob das Gefäß so klein ist, wo die Feuchtigkeit relativ schnell weg ist. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Frauenschuh-Orchideen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, hier unten ist so ein Herzchen, könnt ihr draufdrücken, auf die Webseite gehen, weitere Informationen über Orchideen finden oder dort einen Kaffee ausgeben, 1, 2, 3, 4 oder 5 mit Zucker, ohne Zucker, als Latte Macchiato, wie ihr das wollt, dürft ihr natürlich machen. Noch ein Tipp, mit der Kanalmitgliedschaft seht ihr alle Videos vor allen anderen, die bereits online sind. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss.